Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diese süßen Schmetterlinge. Davon machen wir jetzt 4 Flügel und verbinden die und machen hier so einen Mini-Körper. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Fühler machen. Bei dem habe ich das gemacht und bei dem nicht. Das ist euch überlassen. Ich zeige euch natürlich nachher alles. Wir machen das jetzt Schritt für Schritt. Wir fangen jetzt mit den Flügeln an und bei dem habe ich zum Beispiel alle gleich gemacht und bei dem habe ich die oberen größer gemacht und die unteren kleiner. Das zeige ich euch und erzähle ich euch dann gleich. Und wir fangen direkt an. Ich häkle mit einer 3 mm Häkelnadel und ihr könnt die Wolle eurer Wahl benutzen. Das Köpfchen messen wir nachher einmal aus und dann geht es auch schon los. Ich mache das jetzt wie bei dem in 2 Farben und zwar diesmal auch knalliger. Dafür nehmt ihr euch die Farbe natürlich eurer Wahl. Wir fangen an und fangen mit einem magischen Ring an. Dafür legen wir uns die Wolle zweimal um die 2 Finger, gehen hier vorne einmal durch, holen den hinteren Faden raus, holen den Faden und ziehen hier einmal durch. Somit haben wir den magischen Ring. Dann halte ich das hier einmal fest, mache 2 Luftmaschen. Und jetzt arbeiten wir mit Stäbchen, das heißt, wir nehmen uns die Wolle auf die Häkelnadel, gehen hier in diesen magischen Ring rein und häkeln ein Stäbchen. Dann holen wir wieder die Wolle auf die Häkelnadel, gehen wieder in den magischen Ring rein, holen die Wolle raus und machen ein Stäbchen durch die ersten beiden Schlaufen und durch die anderen beiden Schlaufen. Jetzt machen wir das dritte Stäbchen, dann das vierte Stäbchen, das fünfte Stäbchen und wir machen jetzt für die oberen großen Flügel insgesamt 16 Stäbchen jetzt hier rein. Das mache ich jetzt einmal schnell zu Ende. Wir haben jetzt 16 Stäbchen in unserem magischen Ring. Jetzt ziehen wir das kurze Stück einmal fest und unser Ring ist somit geschlossen. Dann gehen wir hier vorne in die erste Masche rein. Das ist so ein größeres Loch auch hier vorne. Holen den Faden einmal durch und verbinden mit einer Kettmasche. Dann machen wir eine Luftmasche und gehen jetzt in die nächste Masche rein. Wir zählen das auch mit, holen den Faden raus, machen eine Kettmasche und eine Luftmasche. Dann gehen wir in die zweite rein, holen den Faden raus, machen eine Kettmasche und eine Luftmasche. In die dritte Masche eine Kettmasche, eine Luftmasche. In die vierte Masche eine Kettmasche, eine Luftmasche. In die fünfte auch eine Kettmasche, eine Luftmasche. Jetzt bei der sechsten gehen wir auch rein, machen eine Kettmasche und machen dann 2 Luftmaschen. Dann gehen wir in die siebte rein, machen eine Kettmasche, machen 3 Luftmaschen und gehen dann nochmal in die siebte rein und machen eine Kettmasche. Dann gehen wir in die achte rein, machen eine Kettmasche und 2 Luftmaschen. Und der Rest bis nach unten hin ist wieder nur eine Kettmasche und eine Luftmasche. Wenn ihr hier beim letzten angekommen seid, machen wir nur eine Kettmasche. Dann schneiden wir den Faden einmal ab, ziehen es raus, drehen es einmal um und verbinden beide unsere Stücke mit 2 Knoten und nicht zu fest ziehen.
So sind die fixiert. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ja natürlich 2 Stück größer und 2 Stück kleiner machen wie bei dem. Und bei dem haben wir jetzt mit 16 Stäbchen in den magischen Ring gearbeitet und bei den kleinen mit 10 Stäbchen. Dann macht ihr bei der 4., 5. und 6. Masche nachher dann diese mit 2 und 3 Luftmaschen. Das ist einfach nur ähnlich, nur der Anfang ist dann mit anderer Stäbchenzahl. Und davon brauchen wir jetzt entweder noch 3 weitere oder noch einen von denen und 2 kleine. Ich mache jetzt noch 2 kleine und noch einen von denen und dann verbinden wir das und machen den Körper gemeinsam. Ich habe jetzt hier 2 kleine und 2 große, also 16 Stäbchen und 10 Stäbchen am Anfang. Und hier werde ich jetzt bei dem einen 2 Fäden abschneiden und bei dem längsten Faden lasse ich nur den übrig und den tue ich mir jetzt auf die Vernähnadel und nähe beide gemeinsam mit 2, 3 Maschen hier einmal fest. Und dasselbe mache ich dann hier mit dem gelben gleich und dann verbinde ich die auch an der Stelle noch mal mit 1, 2 Maschen und dann sind die Flügel halt schon mal fertig. Dann machen wir den Körper und der kommt dann nachher auch da dran. Ich habe die Flügel jetzt alle verbunden, einmal hier und dann natürlich Farbe zu Farbe. Und ihr könnt wie bei denen auch jetzt, wenn ihr möchtet, Perlen da reinmachen. Das werde ich bei dem hier auch machen. Da hatte ich diese Tüte hier gekauft. Da suche ich mir jetzt Farben aus. Man kann das so machen oder auch andersrum. Und die werde ich jetzt einmal ranmachen. Und zwar habe ich jetzt ein Stück Wolle mit einem Knoten. Fange hier jetzt bei dem gelben an. Das heißt, ich gehe hier bei dem Loch jetzt einmal neben dem Loch hier einmal rein, ziehe den Faden raus, tue die Perle hier drauf, ziehe es nach unten und gehe dann gegenüber, also links von dem Loch diesmal, nach hinten hin wieder durch und dann ist es hier so mittig und das mache ich dann hinten nochmal fest, vernähe das zweimal hin und her und das mache ich jetzt einmal auch mit allen und dann machen wir jetzt den Körper gleich. Ich habe jetzt die Perlen rangemacht, alles verbunden, so sieht es jetzt aktuell aus. Jetzt fangen wir mit dem Körper an und mit der Schlaufe, das machen wir in einem Stück und dann fangen wir damit einmal an. Ihr nehmt euch da auch die Farbe, die ihr möchtet und wir legen uns die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und für die Schlaufe häkeln wir jetzt erstmal 40 Luftmaschen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 39 und 40. Wir haben jetzt hier 40 Luftmaschen gehäkelt, nehmen das gerade zusammen, gehen in die erste Masche rein, holen den Faden, ziehen einmal durch, beide durch. Und jetzt für das Würmchen nehme ich nur 20 Luftmaschen. Wenn ihr das ein bisschen länger haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch mehr Luftmaschen nehmen, zum Beispiel 30, 35, 40. Aber wir machen jetzt 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Jetzt haben wir hier die Schlaufe und den Körper. Und damit sich das jetzt dreht, werden wir jetzt einmalig die ersten beiden Maschen überspringen und machen in jede Masche danach 3 Stäbchen. Das heißt, wir gehen hier einmalig in die dritte rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen und durch die anderen beiden Schlaufen. In diese selbe Masche gehen wir jetzt nochmal rein und machen ein zweites Stäbchen und in dieselbe Masche noch ein drittes Stäbchen. Somit wird sich das von alleine gleich drehen und jetzt werden wir nichts mehr überspringen und gehen direkt in die nächsten Maschen nacheinander rein und machen jeweils 3 Stäbchen in jede Masche. Ich spule das jetzt einmal ein bisschen schneller, bis wir hier bei der Schlaufe angekommen sind. Ich habe jetzt bis zur Schlaufe jeweils 3 Stäbchen in jede Masche gehäkelt, schneide den Faden jetzt einmal ab. Wir ziehen es raus. Die beiden verknote ich einmal. Dann drehen wir das noch mal richtig ein. So. Jetzt kommt das Köpfchen hier drauf, das ist ungefähr 10-12 mm. Das ziehe ich hier einmal durch. So. Und bevor ich hier jetzt einen Knoten mache, werde ich da gleich auch noch mal die Fühler durchziehen. Deswegen lasse ich das erstmal ungeknotet. Das kommt dann hier gleich drauf. Das werden wir von hinten einfach dran nähen. Das sieht jetzt schon super süß aus, finde ich. Da könnt ihr auch eurer Kreativität freien Lauf lassen mit den Farben. Das ist wirklich mega schnell gemacht. Und jetzt nehmen wir uns nochmal die Wolle eurer Wahl. Ich nehme jetzt dafür mal Gelb wieder für die Fühler. Wir legen es auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch. Dann machen wir erstmal 1, 2, 3, 4 und 5 Luftmaschen. Gehen dann in die nächste Masche rein und häkeln feste Maschen. 1, 2, 3 und 4. Jetzt haben wir 4 feste Maschen gemacht. Ich schneide den Faden jetzt wieder ab, ziehe es einmal raus. Das Stück, was wir gerade abgeschnitten haben, mache ich auf die Vernähnadel und gehe dann hier jetzt einmal zurück durch jede Masche einmal durch. So wird das auch ein bisschen stabiler, ein bisschen fester. Unten angekommen sieht es denn jetzt so aus. Das machen wir dann hier gleich dran. Super süß wird das denn aussehen. Und das mache ich jetzt noch einmal. Wir haben jetzt unsere 2 kleinen Fühler gehäkelt. Ich nehme mir hier das Köpfchen, habe mir jetzt beide Schlaufen hier auf die Vernähnadel gemacht. Gehe hier einmal durch
Und somit ist das hier auch am Köpfchen dran. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich hier unten jetzt vernähen oder verknoten. Ich schneide den Faden jetzt einfach so ab. Es ist eng genug. Das mache ich jetzt auch mit der anderen. Die schneide ich immer erstmal gleich lang ab und mache das dann auf die Vernähnadel. So, die Fühler sind dran. Jetzt fehlt nur noch, dass wir dieses Stück an die Flügel hier hinten ran machen. Das kann jeder machen, wie er möchte. Allein das sieht schon mega süß aus, finde ich. Und mit den Flügeln auch super einfach gemacht und super zum Verschenken. Ich zeige es gleich nochmal, wenn ich es rangenäht habe. Und so sehen jetzt unsere Schmetterlinge fertig aus. Den haben wir jetzt gemeinsam gemacht. Super süß geworden. So sieht es aus. Das sind die anderen beiden in verschiedenen Farbvariationen, verschiedene Perlen. Ihr könnt euch da natürlich austoben. Markiert mich gerne unter euren Werken. Ich verlinke euch alles unter dem Video bei Facebook, TikTok oder Instagram. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß beim Mithäkeln. Dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Bis dahin!